Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Nova Scotia ist, it's right there, okay? da sind wir. And we are deeply honored and humbled to be here with you today. Und für uns ist es eine große Ehre, heute hier zu sein. I share the amazement. What does this book have to do with Germany? Ich nehme an dieser Verwunderung teil. Ja, was hat dieses Buch mit Deutschland zu tun? And we are deeply honored to be in the town of Fulda, Und es ist uns eine große Ehre, hier in Fulda zu at sein, the tomb of St. Boniface. wo das Grabmal von dem heiligen Bonifatius ist. And we are very moved that you have come from across these lands. Und to es be here. bewegt uns sehr, dass ihr alle aus diesen ganzen Teilen, unterschiedlichen Teilen von Deutschland und sogar Europa gekommen And seid. at the risk of disappointing you, Und auch wenn ich jetzt das Risiko eingehe, dass ihr enttäuscht werdet, we do not come here saying that we have all the answers. wir kommen nicht hierher und sagen, wir haben jetzt alle die Antworten. We stand in a conviction Wir stehen in einer Überzeugung, that the answers we have discovered dass die Antworten, die wir entdeckt haben, are much better than the answers we used to have. viel besser sind als die Antworten, die wir bisher hatten. And if this is helpful for you, Und wenn das irgendwie hilfreich für euch ist, that is good. dann ist es gut. I would like to show you a photograph of my parish. Ich möchte euch gerne ein Bild von meiner Pfarrei zeigen. It's a very small parish. Eine sehr kleine Gemeinde. This is one of our 14 home groups that we call Connect Groups. Das ist eine unserer 14 Hauskreise, die wir Connect-Gruppen nennen, 20 to 30 parishioners meet once every 2 weeks in a home. wo sich 20 bis 30 Leute aus der Pfarrei einmal in der Woche treffen. They have a meal together, they pray together, they discuss and pray with one another. Sie beten zusammen, essen zusammen, diskutieren und beten gemeinsam. All of these people have done Alpha, and it's where people go after Alpha. Alle diese Leute haben einen Alpha-Kurs durchlaufen und das ist diese Gruppe, in der die Leute, nachdem sie Alpha gemacht haben, And gehen. everyone in this picture has had a life-changing encounter with Jesus Christ. Jeder auf diesem Bild hatte eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus Christus. About half were churchgoers whose faith came to life. Die Hälfte von ihnen waren schon Kirchengänger, deren Glaube wieder zum Leben gekommen ist. And about half of these people were people who didn't even go to church. Und die andere Hälfte waren Leute, die nicht mal in die Kirche gegangen sind. And what happens in these groups is, the most important is what happens outside of these groups. Das Wichtigste, was in diesen Gruppen stattfindet, ist eigentlich das, was außerhalb dieser Gruppen Because stattfindet. people care for each other and love one another and look after one another. Die Leute kümmern sich umeinander, haben Acht aufeinander und gehen miteinander um. And I tell you this because I've always dreamed about being a part of a church that has this. Und das sage ich euch, weil ich immer davon geträumt habe, ein Teil von einer Gemeinde, einer Kirche zu sein, die genau das hat. You see, I've had a lot of discontent over the years. Über die Jahre hatte ich ganz viel Unzufriedenheit in mir. It all started when I was 16 years old. Das fing an, als ich 16 Jahre alt And war. I was forced to go on a stupid religious weekend. Und da wurde ich dann gezwungen, auf so ein blödes religiöses Wochenende zu gehen. At least that's what I thought as a 16-year-old. Zumindest waren das meine Gedanken als 16-Jähriger. I had been involved in teenage extracurricular activities. Ich hatte teilgenommen an extracurriculären Aktivitäten für Teenager. And I was forced to go on this weekend. Und ich wurde also gezwungen, auf dieses Wochenende zu gehen. There was another young man who was forced by his mother to go on that weekend. Und da war noch ein anderer junger Mann, der genauso von seiner Mutter gezwungen worden war, auf diesem Wochenende teilzunehmen. And it was Ron Huntley. He's sitting right there. Und das war Ron Huntley, der da gerade hier vorne sitzt. We were in the same small group. Wir waren zusammen in der gleichen Kleingruppe. On that weekend, I encountered the unconditional love of God. Und an diesem Wochenende bin ich der bedingungslosen Liebe Gottes begegnet. I experienced God as Father, Ich habe Gott als Vater erlebt. experienced the Holy Spirit. Ich habe den Heiligen Geist erlebt. Jesus became real to me. Jesus wurde real für mich. I knew two things, Und mir wurden zwei Dinge klar. that I wanted more. I wanted to go deeper. Nämlich, dass ich mehr wollte, ich wollte tiefer gehen And I wanted to tell everyone. und ich wollte es allen anderen sagen. I didn't know it at the time, Damals war mir das noch nicht klar, but I became a missionary disciple. aber ich wurde ein Jünger-Missionar, ein missionarischer Jünger besser. But shortly after this, Und kurz danach I went back to my parish. bin ich zurück in meine Pfarrei gegangen
And I realized that the type of life, of community I needed Und ich erkannte, dass die Art von Leben in Gemeinschaft, nach der ich mich gesehnt habe, die ich gebraucht habe, was not going to be found in my parish. dass ich diese Art nicht finden würde in meiner Pfarrei. Because people could not relate to my experience. Weil Leute konnten sich nicht vorstellen, was ich erlebt hatte. And so I began to find my community in the movements in the church. Und so habe ich meine Gemeinschaft gefunden in den verschiedenen Bewegungen in der Kirche. And I realized then that the dynamism that is in the movements Und dann ist mir klar geworden, dass die Dynamiken, die in diesen Bewegungen sind, the ingredients are basically the same ingredients. und dass es die gleichen Zutaten sozusagen sind. And yet in parishes there is a culture of